Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde. Ja, und heute habe ich richtig viel Käse geraspelt. Warum? Ganz einfach, heute mache ich ein Spargelrisotto und da gehört Käse dazu. Aber reden wir nicht lange drum herum, fangen wir an, legen wir los, auf geht's! Und wie immer fangen wir mit der Vorbereitung an. Und es gibt viel vorzubereiten. Zum Beispiel den Spargel. Da schneiden wir die holzigen Enden ab und schälen das erste Drittel vom Spargel. Aber den Abfall, den schmeißen wir nicht weg, den benötigen wir noch später. Aber den Spargel, den schneiden wir noch etwas kleiner, in kleinere Stücke. Die Spitzen, die werden nachher noch speziell behandelt. Zum Risotto essen wir nachher noch Hähnchenbrustfilets. Und da schneide ich erstmal das ab, was nicht so schön ist. Das werfen wir auch nicht weg. Das bekommt nachher im gekochten Zustand die kleine Jessie. Damit die Hähnchenbrustfilets natürlich richtig gut schmecken, müssen wir sie natürlich auch noch gut würzen. Da nehme ich Salz und Pfeffer, das sind meine Standardgewürze. Hier nehme ich jetzt auch noch ein bisschen Curry dazu. Das Fleisch wird natürlich beidseitig gewürzt und nachher in einer Bratpfanne angebraten. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der Vorbereitung. Da nehmen wir eine Zwiebel und schneiden die in Würfel. Natürlich haben wir die vorher schon geschält. Wie erwähnt, werden wir die Hähnchenbrustfilets anbraten. Dafür habe ich Butterschmalz in eine Pfanne gegeben und dort brate ich kräftig die Hähnchenbrustfilets an. Ich möchte einfach, dass sich Röstaromen bilden, weil die brauchen wir nachher später für das Risotto. Den Ofen haben wir derweil schon mal auf 90 bis 100 Grad vorgeheizt. Wir nehmen die Hähnchenbrustfilets aus der Pfanne heraus und geben sie in eine kleine Auflaufform. Die Hähnchenbrustfilets kommen danach dann gleich in den Ofen rein und bleiben dort sehr lange in dem Ofen drin, bis das Risotto fertig ist. Natürlich bleiben die Hähnchenbrustfilets durch die Niedrigtemperaturmethode sehr saftig. Und gleich geht's weiter. Wir setzen einen Kochtopf mit 2 Liter Wasser auf und geben da ein bisschen Salz hinein. In diesem Wasser kochen wir dann schon die gröberen Spargelstücke vor. Danach kommen dann die Spargelspitzen kurz hinzu. Sobald die Zeit rum ist, holen wir den Spargel wieder aus dem Wasser heraus und geben gleich die Abfallreste vom Spargel in das Wasser hinein. Das Ganze kocht dann leicht so lange, bis das Wasser benötigt wird. Weiter habe ich noch frische Kräuter aus dem Garten. Die hacke ich jetzt klein. Da nehme ich zum Beispiel Rucola, Basilikum, Thymian, was es gerade so im Garten hat. Mittlerweile hat der Spargel sich jetzt auch schon abgekühlt und wir können ihn in mundgerechte Stücke schneiden. Dann geht es wieder zurück an den Herd. Dann verwenden wir die Pfanne, wo wir die Hähnchenbrustfilets angebraten haben und geben dort die Zwiebeln rein. Die rösten wir an. Mal kurz schauen, was unser Spargelsud macht. Der sieht ganz gut aus. Ja, und den Reis, den Risotto-Reis, den rösten wir auch noch kurz mit an. Weil wir den Sud demnächst zum Ablöschen verwenden, holen wir jetzt die Spargelreste raus. Wie ihr seht, hat der Sud auch schon eine grüne Farbe angenommen, sprich Geschmack. Apropos Geschmack, zum Ablöschen verwenden wir aber dann Weißwein. Da warten wir dann, bis der Weißwein verkocht ist und dann geben wir immer wieder schrittweise den Sud hinzu. Der verkocht dann wieder und dann geben wir wieder einen Teil vom Sud hinzu. So kocht man einen Risotto-Reis. Natürlich muss man aber zwischendurch das Ganze abschmecken. So können wir dann noch rechtzeitig das Ganze korrigieren.
Ein Risotto-Reis lebt auch davon, dass man ihn umrührt. Durch das Umrühren reiben die Reiskörner gegeneinander und durch den Abrieb wird das Ganze sämiger und cremiger. Und wenn der Reis dann so gut wie durch ist, dann geben wir jetzt den Käse hinzu und die Kräuter und den Spargel. Und schön das Ganze wieder durchrühren. Und wie ihr seht, wie cremig und sämig das Ganze geworden ist. Klar, der Spargel kommt jetzt auch hinzu, aber die Spitzen, die lassen wir draußen. Die sind nämlich schön empfindlich und würden dann zu breit zermanscht werden. Für den perfekten Geschmack geben wir dann auch nochmal Butter hinzu. Auch pfeffern wir jetzt das Ganze richtig kräftig. Genau der richtige Zeitpunkt. Der Risotto-Reis wäre somit fertig und wir können auch jetzt die Hähnchenbrustfilets aus dem Ofen holen und auftischen. Ach ja, und die Spargelspitzen, die kommen jetzt extra auf den Teller drauf. Somit sind sie von der Konsistenz her ganz geblieben und genau so möchten wir sie haben. Ja, so ein Risotto ist schon was Feines. So super lecker und mit den Zutaten genau meine Kragenweite. Aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Also, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt am Ball und bleibt gesund.